Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Dieses Mal habe ich vor, euch mal zu zeigen, wie man ganz einfach selber einen Eierkranz basteln kann. Dieses Glas hier wird jetzt gleich als Schablone für meinen Eierkranz sozusagen dienen, hat jetzt in meinem Fall einen Durchmesser von 10 cm und die Höhe beträgt auch 10 cm. Wobei ich jetzt gerade noch am Überlegen bin, ob ich das Glas nachher einfach in dem Eierkranz, ja ich sag mal, drinne stehen lasse und dann halt hier noch ein Teelicht drin platziere. Jedenfalls habe ich jetzt hier ein paar Eier. Ich habe auch diese Löcher, die da schon drin waren, etwas vergrößert. Habe die im Vorfeld hier einmal so drumherum drapiert, um mal zu gucken, wie viele Eier benötige ich überhaupt. Ich würde das jetzt auch hier nicht so, Gott weiß wie stramm an dem Glas dran machen. Es kann ja gut möglich sein, dass ihr das nachher dann doch ohne Glas haben möchtet. So, okidoki. Dann nehme ich mir jetzt mal eine Heißklebepistole hinzu. Einen neuen Stick habe ich jetzt hier auch schon liegen, der ist jetzt bald zu Ende. Mache hier an das Ei etwas Heißkleber dran. So. Nehme mir jetzt mein zweites Ei hinzu und drücke das dann jetzt hier so an. Ich halte das Ganze jetzt einen Moment mal fest, bis ich halt merke, das kann jetzt nicht mehr auseinanderkullern. Ja, und dann wird das jetzt hier ganz entspannt um mein Glas drumherum gearbeitet werden, beziehungsweise die Eier. Und ja, wie gesagt, ich werde das Ganze einen Tacken weiter wegmachen von dem Glas. Einfach, falls ich mich doch dazu noch entscheiden sollte, nö, ich will das jetzt gleich doch ohne Glas haben, ne? Also nicht zu nah an dem Glas gleich arbeiten. Meinen Eierkranz habe ich nun soweit fertig, ja, und insgesamt habe ich jetzt dafür 10 Eier benötigt. Und ich werde mir jetzt mal wieder Gedanken machen, wie ich das Ganze überhaupt weiter dekorieren möchte. Aber ihr könnt es ja schon sehen, das Ganze hält jetzt hier wirklich von alleine und ich habe auch wirklich nur mit der Heißklebepistole gearbeitet. Ich habe mir jetzt ein paar Materialien zum weiteren Dekorieren hinzugeholt. Jedenfalls sind das hier getrocknete Sonnenflügel. Dann habe ich hier getrockneten Strandflieder, den hatte ich irgendwann mal mit etwas Silberspray eingesprüht. Dann haben wir hier frisches Schleierkraut, das darf aber auch im Laufe der Zeit eintrocknen. Ich persönlich finde, das sieht dann immer noch genauso schön aus, als wenn es halt so wie jetzt frisch ist. So, und die Materialien müssen natürlich gleich alle noch zurechtgeschnitten werden. Dann habe ich hier ein paar Federn, ob die mit eingearbeitet werden, weiß ich jetzt an dieser Stelle noch nicht. So, dann nehmen wir mal hier erstmal das Schleierkraut hinzu. Schneide es hier mal eben zurecht. Halte das Ganze hier erstmal an, ne? Wie weit soll das hier überhaupt hinaus gucken? Kann ja auch mal kürzer sein, mal länger sein. Dann nehmen wir hier mal diese getrockneten Sonnenflügel. Da müsst ihr vorsichtig arbeiten, die brechen teilweise schon von alleine ab. So, mal lucky lucky. Ne, einfach, ich sag mal so nach Gefühl einarbeiten, wie ihr das halt ja für schön findet. Das hier machen wir doch etwas kürzer. Man kann auch dann in die Mitte nochmal das Glas hier hineinstellen, ne, um da vielleicht nochmal ein besseres Gefühl für zu bekommen. Einfach, wie gesagt, so frei Schnauze arbeiten, so wie ihr es halt leiden mögt. Aber ich glaube, mit so einer Feder dann nachher, ja, mal gucken, ne? Aber ich werde das Ganze jetzt auch mal für euch beschleunigen, weil so viel kann ich da jetzt ehrlich gesagt auch nicht mehr zu erzählen. Und ja, Schakka, hauen wir mal den Zeitraffer rein. Ach, im Übrigen, ihr könnt auch mit frischen Blumen arbeiten. Dann würde ich aber in die Eier auch etwas Wasser hineinfüllen. Zum Beispiel mit einer Pipette kann man das dann super machen. Jetzt werde ich meine Federn einarbeiten und im Übrigen sind meine Federn auch schon etliche Jahre alt. Ich baue das dann halt nach Ostern alles immer wieder halt ab,
lege die Federn beiseite und kann sie dann halt wieder im nächsten Jahr neu verwenden. Warum entsorgen, wenn man das einfach wirklich beiseite legen kann und dann halt fürs nächste Jahr wiederverwerten kann, ne? Das wäre sonst letzten Endes Quatsch, die einfach zu entsorgen. Mit der Dekoration meines Eierkranzes bin ich jetzt soweit fertig. Ich bin jetzt wirklich hin und her gerissen, ob ich das Glas hier in der Mitte platziere oder halt nicht. Aber ich glaube, ich werde jetzt selber noch mal einen Moment darüber nachdenken. Ich werde den Eierkranz jetzt einfach mal auf dieser Baumscheibe platzieren. In die Mitte kommt dann doch das Glas hinein. Eine Kerze habe ich hier auch schon parat. Ist jetzt sogar eine alte Kerze von einem Adventskranz. Von daher können wir die jetzt auch ruhig einfach mal anzünden. So, Feuerzeug, komm mal her. So. Zack. Zack. Och, das sieht doch niedlich aus. Was man jetzt auch noch machen könnte, man könnte da jetzt hier so einen süßen kleinen Osterhasen noch platzieren, ne? Der macht sich da auch ganz gut. Oder ihr habt jetzt vielleicht auch eine größere Baumscheibe oder halt einen schönen Teller. Wie üblich findet ihr alle benötigten Materialien für das Projekt auch nochmal in der Videobeschreibung. Ja, und ansonsten werde ich mich jetzt auch mal an dieser Stelle bei euch verabschieden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Macht's gut, eure Pink Peach. Bye!